keine Ahnung, warum Kim vorhin so ausgeflippt ist. Nach hinten. Das müsste ziemlich heftig für sie gewesen sein. Okay, und raus. Ja, wie auch immer, ich rede nachher mal mit ihr. Wie geht's dir denn? Du meinst wegen dem Finalkleid? Ist alles okay. Ich bin wirklich froh, dass wir es aus dem Programm genommen haben. Mein Gott, hat denn hier keiner sein Headset ab? Entschuldigung, aber das Finale ist gleich. Wo ist das Model mit dem Kleid? Was für ein Kleid? Das Finalkleid. Jessica, hast du mir nicht zugehört? Der Ablauf hat sich geändert. Das Finalkleid kommt jetzt von Juri. Da musst du was falsch verstanden haben. Juri weiß nichts von der Änderung und Tristan steht als männlicher Gegenpart bereit. Was? Ja. Oh. Tanja wollte das doch klären. Sag mir bitte, dass ich halluziniere. Leider nein. Tanja, was soll das? Lächeln, meine Liebe, lächeln. Das ist dein Applaus. Alle lieben dieses Kleid. Wir hatten eine Abmachung. Wir haben von Kate keine Erlaubnis, dieses Kleid verwenden zu dürfen. Und ich werde sie nicht davon abhalten, wenn sie der ganzen Welt erzählt, dass du den Entwurf geklaut hast. Dann bist du nämlich schuld an dem Skandal. Ich ganz bestimmt nicht. In diesem Fall müsste Rebecca leider die Verwechslung erklären. Ich sehe eine Pressekonferenz und ich sehe ziemlich viele Tränchen. Ach, kommt schon, Kinder. Vielleicht löst sich alles in Wohlgefallen auf. Und jetzt fang endlich an zu lächeln. Oder bist du selbst dazu nicht Profi genug? Hm? Dankeschön, vielen Dank. Begrüßen Sie nun mit mir unser kongeniales Designer-Duo Juri Adam und Rebecca von Lahnstein. Du schaffst das. Bleib jetzt ganz ruhig und mach nichts Unüberlegtes. Ich kann mich doch nicht für dieses Kleid feiern lassen. Ja, aber wenn du jetzt ganz spontan sagst, dass der Entwurf nicht von dir ist, dann kann Tanja wirklich so tun, als hätte sie keine Ahnung gehabt. Komm, wir finden auch später noch eine Erklärung. Rebecca? Rebecca hat es wirklich drauf, hm? Ja, solange ich das nicht anziehen muss. Meine Liebe, dieses Kleid ist der Konkurrenz um Welten voraus. Jetzt reiß dich zusammen, ja? Meine Damen und Herren, sehr überzeugend, Ben. Ich möchte Sie sehr herzlich im Namen der gesamten Familie und natürlich von LCL zur Aftershow-Party einladen. Vor dem Haus warten Limousinen auf Sie, die bringen Sie zu einer sehr außergewöhnlichen Location. Und ich bin zuversichtlich, dass Ihnen diese kleine Überraschung fast genauso gut gefallen wird wie die Entwürfe unserer beiden Designer hier. Meine liebe Gräfin, ich habe mich verliebt. Und zwar in Ihr Hochzeitskleid. Das ist das Schönste, wirklich das Schönste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dankeschön, danke. Wunderbar. Vielen Dank, Anna. Aber bitte Ja, warum denn so bescheiden? Dann werde ich aber anstatt Komplimenten aber Fakten sprechen lassen. Meine Damen und Herren, ich verdoppele meine Bestellung. Und das gilt auch für Juri Adam. Ich habe in die Zukunft gesehen und ich habe mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Vielen Dank, ich kann gerne. Danke. Ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen, Rebecca. An Tanja, wir waren uns doch einig, dass der Entwurf nicht gezeigt wird. Mosch liebt dieses Kleid aber. Wie bitteschön hätte ich unserem wichtigsten Kunden plausibel erklären sollen, dass wir jetzt zum Finale Juris Punkzeug zeigen? Was wäre das für eine Gesamtaussage gewesen? Tanja, ist dir klar, was du riskierst? Schätzchen, wem in der Küche zu heiß wird, der sollte kein Koch werden. Rebecca, komm schon. Hey, du solltest mir dankbar sein. Morgen bist du der Star. Ansgar wird Kate davon überzeugen, dass sie den Mund hält und die Hand aufmacht. Aber ich möchte diesen Betrug nicht. So, ich habe die große Künstlerin erreicht. Nichts zu machen. Diese Studentin lässt sich nicht kaufen. Ich frage mich, was mit der Jugend los ist. Hast du ihr erklärt, dass sie in der Branche keinen Fuß mehr fassen wird, wenn sie sich mit mir anlegt? Tanja, natürlich. Aber die ist eher der Typ Idealistin. Keine Angst vor nichts und so.
Sag mal, kannst du diesen blöden Lappen nicht im Nachhinein noch ein bisschen umrüschen, dass die Ähnlichkeit wie ein Zufall aussieht? Nein, diesen Entwurf kann man nicht umrüschen. Man würde immer Kates Handschrift erkennen. Oder es ist ein anderes Kleid. Kates Handschrift. Gut, Rebecca. Wenn du nicht dazu in der Lage bist, musst du leider zugeben, dass du uns das Kleid untergeschoben hast. Leben gerade völlig aus dem Ruder läuft, willst du jetzt auch noch Rebecca's zerstören? Das werde ich nicht zulassen. Wir haben einen riesen Tamtam um diese Show gemacht. Ich habe den Termin extra vorverlegt und die ganze Branche exklusiv einfliegen lassen. Es ging nicht anders. Abgesehen davon geht es hier nicht um LCL. Letztendlich hängt die ganze Zukunft von Lunchline Enterprise an diesem dämlichen Kleid. Du bist die Geschäftsführerin. Und du hast die Entscheidung getroffen. Also steh auch dazu. Ich habe den Entwurf nicht geklaut und so lange geschwiegen, bis es zu spät war. Ich kann bezeugen, dass Rebecca dir noch vor der Show die Wahrheit gesagt hat. Ach, und da wird bestimmt auch niemand annehmen, dass du nur deine Partnerin schützen willst. Tja, dann steht wohl Aussage gegen Aussage. Und du hast eine Menge hässlicher Presse, die gar nicht gut für LCL ist. Willst du mir gerade drohen? Okay, Ruhe, jetzt reicht's. Das hält ja kein normaler Mensch aus. Was wir hier brauchen, ist eine konstruktive Lösung. Plötzlich. Na schön. Diese Kate ist doch deine Freundin. Sprich mit ihr. Tu irgendwas. Drück auf die Tränendrüse meinetwegen. Vielleicht kann ich Kate tatsächlich davon überzeugen, euch die Rechte zu verkaufen. Aber ohne Druck und ohne moralische Erpressung. Mach das. Sonst ist die Karriere deiner Freundin nämlich ganz schnell beendet. Nein. Ich werde eine Presseerklärung aufsetzen, dass der Entwurf nicht von mir ist. Du willst wirklich für die beiden einen Sündenbock spielen? Ist es wegen der Firma oder wegen der Familie? Mensch, Rebecca, das sind doch alles keine Gründe. Darum geht's nicht. Ich möchte einfach wieder in den Spiegel schauen können. Hiermit bedauere ich außerordentlich, dass der Entwurf ohne Zustimmung der Designerin den Weg in eine Kollektion gefunden hat. lebhaft vorstellen, wie Ansgar dich bearbeitet hat. Aber wenigstens damit hat Rebecca nichts zu tun. Und sie hat deinen Entwurf auch nicht geklaut. Nein. Die Geschäftsführerin hat den Entwurf zufällig entdeckt und für Rebeccas gehalten. Und bevor Rebecca überhaupt was davon mitbekommen hat, hat ihre Assistentin ein Schnittmuster anfertigen lassen und in die Näherei gegeben. Ich weiß aber, das im Nachhinein klarzustellen, das wäre unglaublich peinlich geworden. Denkst du, du könntest unter diesen Umständen mit LCL über das Copyright reden? Weißt du was? Ich gebe dir am besten mal Rebecca. Hallo, Kate. Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen in... Okay, dann möchte ich mich bei dir in aller Form entschuldigen. Ja, es stimmt, es war am Anfang alles ein großes Missverständnis. Aber ich hätte es verhindern können. Weil ich feige war. Mein Entwurf für das Finalkleid war nicht auf den Punkt und... Ja, ich war blockiert, voller Selbstzweifel. Aber du bist verdammt gut und ja, du hast es verdient, dass die Modewelt das auch erfährt. Ich habe schon eine Presseerklärung aufgesetzt, die das alles klarstellt. Doch, das möchte ich so. Ach, Kate, das ist vielleicht gerade ein bisschen unpassend, aber ich würde dir gerne Rat geben. Bitte hör niemals auf, an dich zu glauben. Und bleib dir immer treu. Egal, was die anderen sagen oder denken. Ja, du auch. Tschüss. Ich glaube, ich hätte sie umstimmen können. Du weißt, was das jetzt für dich bedeutet. Ja, aber es ist gut so. Kate hat es verdient, dass ich ehrlich zu ihr bin. Und jetzt schicke ich diese Presseerklärung ab. Moment mal. Das solltest du dir vorher durchlesen. Was denn? Eine SMS von Kate.
Bevor du auf der Party das Gerücht streust, dass das Herzstück der Kollektion nicht von mir ist, solltest du etwas wissen. Kate überlässt uns die Rechte an ihrem Entwurf und verzichtet darauf, genannt zu werden. Sie will nichts dafür haben, aber ich werde einen Weg finden, ihr eine adäquate Summe zukommen zu lassen. Ich vermute mal, Marlene hat sie weich gekocht, um deinen hübschen Arsch zu retten. Nein. Kate überlässt mir ihr Kleid, weil sie Mitleid mit mir hatte. Das kann ich nachvollziehen. Tanja, ich bin vielleicht nicht perfekt. Aber wenigstens bin ich nicht so gefühllos wie du. Gefühle werden überbewertet. Mit sentimentalem Getue hat in diesem Geschäft niemand Erfolg, Rebecca. Vielleicht ist Erfolg nicht unbedingt das Wichtigste im Leben. Tu doch nicht so. Ich kenne dich. Ich weiß, wie ehrgeizig du bist. Aber dein bienenfleißiger Eifer hat dir diesmal gar nichts genützt. Du hast versagt. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Krieg dich wieder in den Griff. Wenn du weiter bei LCL mitspielen willst, Schätzchen, dann beweise mir, dass irgendwo noch ein Funken Talent in dir schlummert. Hier bist du. Ich habe dich schon im ganzen Schloss gesucht. Willst du auf diese Party? Also ich passe. Aber du kannst meinetwegen schon gerne hin. Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als auf Ansgars und Tanjas Angebergelage zu gehen und mir den ganzen Abend Ausreden zu überlegen, warum die Stardesignerin nicht da ist. Kannst ja sagen, dass ich einen kreativen Schub habe. Warum machst du dich eigentlich selber so fertig? Das Publikum war von deiner gesamten Kollektion begeistert und nicht nur von diesem einen Kleid. Nein, die waren nicht begeistert. Sie haben es akzeptiert. Ohne Kates Kleid wäre meine Kollektion gefloppt. Das ist inspiriert. Und Tanja hat recht, es wäre mein Job gewesen, so etwas abzuliefern. Jetzt sollte ich mich wirklich von dem Gedanken verabschieden, eine große Designerin zu werden. Also wovon du dich dringend verabschieden musst, ist dieser Wahnsinnsdruck, unter den du dich ständig selber setzt. Aber darum geht es. Den Druck aushalten, aber trotzdem abliefern. Vorhin, als du mit Kate telefoniert hast, hast du dir da eigentlich selbst zugehört? Du hast ihr erklärt, warum du diese blöde Blockade hattest. Weil du nur noch Tanjas ätzende Kritik gehört hast und dich andauernd mit Juri verglichen hast. Wobei eine Sache gibt's, die könntest du dir tatsächlich von Juri abgucken. Ja, abgucken kann ich ja. Du musst mehr mit Neopren arbeiten. Oder Teflon. Abtropfen lassen. Juri interessiert's einen Dreck, wenn Ansgar oder Tanja an ihm rumnörgeln. Der zieht sein Ding durch. Du musst für dich rausfinden, auf welchem Weg du weitergehen willst. Aber eins steht für mich fest. Du musst weitergehen.